Hallo Leute! Ich weiß, einige von euch warten schon ziemlich lange auf ein neues Vlog-Video und ich komme gerade zu nichts. Also nichts jedenfalls in der Hinsicht. Die Zwillinge machen schon seit bestimmt 4 Wochen jetzt, 3-4 Wochen die Nacht zum Tag. Und gestern sind sie um 2 eingeschlafen, die Nächte davor um 1. Mal ist einer früher eingeschlafen, aber dann hat einer trotzdem bis 1 gemacht. Also die schlafen halt auch oft um 9 oder halb 10 ein, aber dann eine halbe Stunde später sind sie wieder wach und dann geht die Party fröhlich weiter und ich sitze daneben und denke mir, es darf jetzt aufhören, es darf aufhören. Und ich versuche mein Bestes und ich stille und ich mache und denkst, einer schläft ein. Ach, nix. Ja, und deswegen komme ich, also normalerweise mache ich ja meinen Videoschnitt abends, ne, wenn alle schlafen. Und dann gehe ich auch irgendwann ins Bett, sodass ich früh wach bin und ausgeschlafen und dann kann ich auch ein Video machen. Aber wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann gucke ich nur, dass ich gerade so den Kopf über Wasser halte, Essen gekocht kriege und alles halbwegs läuft. Und dann habe ich keinen Nerv mehr, ein Video zu machen. Und, aber gestern war es extrem. Und deswegen bin ich heute so matschig, dass ich irgendwie das Gefühl haben muss, dass ich irgendwas geschafft habe. Und deswegen mache ich jetzt extra ein Video. Weil ich echt langsam kann. Ja, es ist, ja. Aber irgendwie meine Kinder haben das alle in dem Alter gemacht. Kann ich mich erinnern. Und das zieht sich aber momentan halt schon ganz schön lange. Also ich habe euch nicht vergessen. Wenn ihr ein bisschen öfters was von mir hören wollt, müsst ihr mir auf Instagram folgen. So mal ein Foto am Tag posten, das schaffe ich immer noch. Aber ein Video machen ist halt... Dann ist mein Computer auch gerade im Umbau. Mein Mann will den schneller machen, aber momentan ist er eben... Ist das alles ein bisschen... Ach, naja. Aber mal gucken, das Video hier, das kriege ich hin. Ich wollte euch zu der Geschichte mit dem Zungenbändchen von Samuel erzählen, habe ich gedacht. Weil das ist ja gerade aktuell. Und es ist ja schon länger aufgefallen, dass er nicht so gut zugenommen hat. Und ich dachte mal, naja, es ist vielleicht so für ihn normal. Aber er hing wirklich ziemlich weit unten an der Kurve. Und was mir aufgefallen ist, dass er halt ganz oft und grün gekackt hat. Das habe ich auch erzählt, dass seine Kacke immer... Tolles Thema, aber daran habe ich schon gesehen, irgendwas ist nicht so richtig. Also meine anderen Babys haben alle ganz normalen gelben Muttermilchstuhl gehabt und vielleicht mal grün, wenn es Zähne gab oder bei einer Erkältung oder keine Ahnung. Aber nicht immer grün oder fast immer. Also wenn ich mir Mühe gegeben habe, dass er lange genug an der Brust war, dann war es auch mal so grünbraun oder mit gelben Punkten drin. Aber so richtig funktioniert hat das nicht. Und er hat auch schnell die Brust verloren und war auch leicht ablenkbar und so richtig hat das mit dem Stillen, also er ist zwar gewachsen, aber eben ziemlich langsam und zu langsam eigentlich. Und dann habe ich dann, 6 Monate alt war, mir gedacht, ich brauche mal ein bisschen noch eine Idee. Also habe ich dann in der Mütter-brauchen-Mütter-Gruppe auf Facebook, die habe ich irgendwann mal ins Leben gerufen und da sind inzwischen ziemlich viele Mütter drin, dachte ich mir, viele Mütter, viel Erfahrung, da hat vielleicht einer einen Tipp. Und so war es dann auch, hat eine mich auf das Zungenbändchen gebracht, weil bei ihrem Kind das nämlich auch so war, dass das nur grün gekackt hat und nicht richtig zugenommen hat. Und dann habe ich mir das Zungenbändchen mal genauer angeguckt und tatsächlich war das ziemlich kurz. Ich hatte halt das ausgeschlossen am Anfang, weil ich dachte, naja, Zungenbändchen ist kurz, Kind nimmt von Anfang an nicht gut zu. Und am Anfang hat er ja gut zugenommen. Und die meinte dann aber, nee, das kann auch sein, dass das in den ersten 2 Monaten gut zunimmt und dann, wenn der Bedarf aber höher ist, die Kurve abknickt, weil die so viel nicht aus der Brust rauskriegen, wie sie eigentlich brauchen. Und genau das ist bei uns nämlich der Fall gewesen. Die ersten 2 Monate hat er gut zugenommen und dann dümpelt die Kurve so, ja, also noch nicht jenseits von Rot, aber naja, nicht so richtig befriedigend. Ja, da wusste ich dann eigentlich, also ziemlich sicher, okay, das wird wohl das Zungenbändchen sein, weil alles andere, nee, das klingt nicht wahrscheinlich. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe ich mir auf YouTube Videos angeguckt. Ja, durchtrennen, wie macht man es am besten? Bin ja selber Arzt, kann ich ja selber versuchen, habe ich dann gedacht, weil der Nerv irgendwo hinfahren und wer macht das überhaupt? Keine Ahnung, wusste ich nicht. Dann habe ich selber versucht, aber ja, wenn man es selber macht, kriegt man nicht so viel ab. Also ich habe da zwar ein bisschen was durchgeschnitten, aber das war nicht genug.
Aber das Gute war, ich war dann ein paar Tage später wieder in Heidelberg wegen meiner Zahnspange. Und Moment. Und der macht das zufällig. Also der hat da Routine drin, der macht das mit Laser. Und der hat es dann bei ihm gemacht. Ich habe dann hinterher gelesen, dass man bis 6 Monate das eigentlich nur macht und danach lieber nicht, weil danach sind die Kinder, danach spüren die das zu sehr oder zappeln zu viel und man muss sie gut festhalten. Und man muss sie eigentlich betäuben und das wird bei den ganz Kleinen halt ohne Betäubung gemacht, weil die halt noch nicht so viel merken, weil es alles noch ziemlich dünne Strukturen sind. Jedenfalls hat er das dann ohne Betäubung gemacht. Und das Festhalten und das ganze Prozedere, das hat ihm gar nicht gefallen. Mein Mann hat ihn festgehalten und ich habe hinter der Tür gestanden und bin 1000 Tote gestorben. Ja, und damit war es aber getan. Danach habe ich ihn gleich gestillt. Das ging auch. Aber ab da hat er nicht mehr gestillt. Also, da bin ich doch mal 1000 Tote gestorben. Er hat dann 2,5 Tage lang die Brust verweigert. Und Flasche ist er nicht gewöhnt. Ich habe dann ausgestrichen und habe ihm so viel Beikost wie möglich gegeben, um das zu kompensieren. Aber das war schon, also ich habe vorher noch nie meine Milch aus einer Flasche gefüttert. Und aus einer normalen Flasche mit normalem Sauger hat er auch gar nicht getrunken, aber ich hatte eine Flasche mit einem kaputten Sauger, wo oben drin also ein Riesenloch war. Und das hat er dann, aber selbst da hat er das am Anfang nicht richtig getrunken, sondern ich musste ihm das in den Mund spritzen. Und dann habe ich immer wieder versucht, ihn anzulegen und habe immer so ein bisschen die Milch in den Mund gespritzt. Und er hat immer wieder so, und dann hat er gemerkt, es ist unangenehm. Oh. Und dann muss man alle paar Stunden das auch wie massieren, dass es nicht wieder zusammenwächst, weil das Risiko halt besteht. Muss ich jetzt den ersten Monat nach der Behandlung, muss ich das machen. Also er war 7 Monate, als wir es gemacht haben, genau 7 Monate. Ja, aber nach 2,5 Tagen hat er wieder angedockt und seitdem trinkt er gut und also richtig viel hat er die ersten Tage getrunken. Und seitdem ist seine Kacke nicht mehr grün und auch nicht mehr so oft. Also er kackt jetzt ganz normal und das sagt mir, okay, wir haben es gefunden, wir haben das Problem behoben und er hat auch schon gut zugenommen. Also beim letzten Messen jetzt kann man schon sehen, dass das Gewicht ansteigt wieder. Und da sind wir sehr erleichtert. Es hat zwar zwischendurch echt Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt, das machen zu lassen. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass wir es nicht früher gecheckt haben. Ich habe das ja schon vorher gesehen, aber ich habe auch schon öfters mit anderen Frauen so, die auch so Probleme hatten, das Kind nicht richtig zugenommen hat, aber alles war in Ordnung. Und da habe ich gedacht, naja, das passiert halt mal, wer weiß, vielleicht die Darmflora, aber konnte ich mir auch nicht erklären, weil Sarah hat ja gut zugenommen, ne? Und wer weiß, ich wusste es halt einfach nicht. Aber der Tipp war echt, der hat den Durchbruch gebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Samuel sich weiterentwickelt auf der Kurve. Er hat auf jeden Fall Bäckchen gekriegt und sieht nicht mehr so blass aus. Also ich habe mich auch immer gewundert, warum er blass ist. Da habe ich auch so meine Theorien dazu gehabt, aber und jetzt sieht er schon viel besser aus. Also was so ein bisschen mehr Fett in der Muttermilch ausmacht. Ach genau, was manche sich gewundert haben, als ich das auf Instagram gepostet habe, warum denn der Gestuhl grün ist, wenn das Baby nicht genug Milch kriegt. Das hängt so zusammen, dass das Baby die flüssigere Vormilch kriegt und die ist verdauungsanregend. Und wenn es dann weiter trinkt, die tiefere Milch aus der Brust holt, die ist fetter. Und wenn das Baby aber nur diese Vormilch kriegt und nicht die fettere Milch, dann wandert alles schneller durch den Darm. Und wenn es schneller durch den Darm wandert, dann ist das der Abbaustoff von den roten Blutfarbstoff, der ist erst grün und wird dann gelb im Darm. Und wenn der schneller durchgeht, dann ist er immer noch grün, wenn es unten rauskommt. Das bedeutet einfach nur, dass alles schneller durch den Darm gewandert ist, dann ist es grün. Ja, jetzt ist es nicht mehr grün. Ja. Und das war eigentlich alles, was ich dann dazu erzählen wollte. Und jetzt müssen wir schnell Mittagessen machen und ich bin eigentlich todmüde. Aber irgendwann ist einem alles egal. Deswegen gibt es jetzt ein spontanes Video. Okay, mal gucken, wann sich hier alles wieder normalisiert und wann ich wieder schön zum Video machen komme. Tschüss!